Das ist Herr D. aus B. Er ist schlecht gelaunt, denn obwohl Samstag ist, klingelt der Wecker schon vor 5 Uhr. Das ist ärgerlich, lässt sich aber nicht ändern, da später zu spät wäre. Denn gleich geht der Flieger von Herrn D. aus B. Auch im Taxi ärgert er sich weiter über die frühe Uhrzeit. Erst am Flughafen gelingt es ihm, den Ärger durch neuen Ärger zu verdrängen, und zwar über die gewählte Fluglinie. Herr D. wird die nächsten Tage in Brighton an der Südküste Englands verweilen. Im englischen Zug angekommen, bessert sich die Laune unseres völlig übernächtigten Protagonisten. Neben funktionierendem WLAN gibt es auch Steckdosen, die auch funktionieren. Nach einem kurzen Intermezzo in der sogenannten Tube sitzt Herr D. wieder im Zug. Spätestens hier stellt sich dem Zuschauer sicherlich die Frage, wie blöd man sich vorkommt, wenn man sich in einem vollbesetzten Zug selbst filmt. In Brighton angekommen ist aller Ärger vergessen. Vor 7 Jahren war Herr D. das erste Mal in Brighton und versucht seitdem mindestens einmal im Jahr hierher zu kommen. Brighton ist die Schwulen- und Lesbenhauptstadt Englands. Nach eigener Aussage hat dies aber keinen Einfluss auf die Zuneigung, die Herr D. zu dieser Stadt verspürt. Trotz der Erfahrungen aus mehrfachen Besuchen dieser englischen Kleinstadt droht mehrfach der Verkehrstod durch Falschfahrer. Da Brighton, wie jede Stadt, die etwas auf sich hält, direkten Zugang zum Wasser hat, beschließt unsere Hauptfigur als erstes, dem Ozean einen Besuch abzustatten. Hier wird wie im September in England üblich fleißig gebadet. In Ermangelung einer Badehose beschließt Herr D., die Zeit mit Arbeit zu überbrücken. Im Anschluss verschlägt es unseren Protagonisten in den lokalen Apple Store, wo er zwar seine defekten Kopfhörer getauscht bekommt, beim Versuch, das Ergebnis im Video festzuhalten, allerdings völlig versagt. Niedergeschlagen ob des eigenen Unvermögens zieht er sich in das angemietete Hotel zurück, das zwar King's Hotel heißt, aber das scheint nur ein Name zu sein. Während des gesamten Aufenthalts begegnet ihm kein einziger König. Angestachelt von dieser Serie an kleinen Rückschlägen macht Herr D. sich auf die Suche nach neuen Herausforderungen. Der neu gebaute Aussichtsturm scheint genau die richtige Mischung aus Nervenkitzel und ansprechendem Bildmaterial für dieses Video zu sein. Oben angekommen ist Herr D. aber frustriert über die Reflexionen in der gewölbten Scheibe, die seine Zeitrafferaufnahmen nahezu unbrauchbar machen. Den erneuten Ärger versucht Herr D. aus B. zuerst mit Essen und dann mit Glücksspiel zu betäuben. Dabei merkt er, dass diese Pläne durch sein Vorhaben, bargeldlos durch die Woche in Brighton zu kommen, torpediert werden. Trotz einer Reihe von kleinen Niederschlägen war der Tag doch ein voller Erfolg. Herr D. ist zufrieden, zieht sich auf sein Hotelzimmer zurück, um endlich Schlaf nachzuholen. Der Spannungsbogen des zweiten Tages führt von einem Frühstück im Hotel, über ein Mittagessen im Pub, über die vorzeitige Reservierung für die Konferenz und das Warten auf Bekannte in deren geschmacklos eingerichteter Hotellobby, über den Besuch in einem englischen Café und einen kleinen Spaziergang durch Brighton, nahezu direkt wieder zurück an den improvisierten Schreibtisch im Hotelzimmer. Leider funktioniert das Wi-Fi hier nicht zuverlässig und unser Protagonist beschließt, vorzeitig schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen hat das Wetter gemerkt, dass es in England ist, kann die Vorfreude auf die großartige Konferenz aber nicht trüben. Am Ende des ersten Tages an der Hotelbar fragt sich unser Protagonist, ob Geschäftsreisen wohl für alle Menschen so ablaufen.
Ende des zweiten Konferenztages fragt sich unser Protagonist, ob sich wohl alle Menschen auf Geschäftsreisen so vernünftig ernähren. Aufgetankt mit guter Laune und voller kreativer Energie verlässt Herr D. aus B. Brighton. Nach einem letzten Abstecher in einen Pub, versteht sich.